Und gerade für uns Theologen, wo wir ja auch auf der Kanzel stehen und sagen, Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und jetzt sollen wir aussuchen, was unser Kind nicht oder haben soll. Wie groß soll der sein? Welche Haarfarbe soll der haben? Welche Augenfarbe? Welche Ethnie sollten die Großeltern haben? Hey, aus aktuellem Anlass sprechen wir heute mit euch über das Thema Sperma. Wir haben da einen langen Weg hinter uns. Vielleicht willst du einfach mal bei A anfangen. Bei A, ganz am Anfang. A wie... Genau, weil auch wenn das einige überraschen mag, nur weil wir lesbisch sind, haben wir durchaus einen Kinderwunsch. Mit dem Outing wurde uns der Uterus auch nicht gleich entfernt und dementsprechend geht es uns, wie vielen anderen Frauen in unserem Alter, irgendwie wollen wir ein Kind. Du. Ich mach mit. Ich dachte, ich bin nett und spreche im Wir ja, und so. Das ist gut, und aber so. ich darf mich ja selbst outen. Ja, darfst du. Also und wenn es das Kind sieht. Okay. Ich will ein Kind und habe Steffi damit angesteckt, liebes Kind. Genau. Und als wir damit angefangen haben, war es dann halt so die Frage, wie macht man das überhaupt? Und wir haben uns natürlich im Internet informiert. An Informationen zu kommen ist übrigens nicht so leicht. Deswegen vielleicht hilft es euch sogar, dass wir heute ein bisschen was dazu erzählen. Der erste Versuch war, wir haben uns im Internet mit einem schwulen Paar verabredet, die Väter werden wollten. Und dann haben wir 4 gesagt, hey, das ist doch super, wir wollen alle Eltern werden, lasst uns doch einfach mal treffen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt extra Websites dafür, wo man anklicken kann, was wir suchen und wer wir sind. Und Mutige haben da auch ein Foto von sich und das ist schon auch eine Anfechtung an die Privatsphäre. Aber so ist es nun mal. Es gibt nun mal das eine, was wir beide biologisch nicht zur Verfügung stellen. Wir müssen also irgendwie da rankommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie skurril diese Situation ist, wenn man sagt, hallo, ich bin Ellen, ich möchte ein Kind, und dann in einem Café zusammensitzt. Das war aber eine gute Erfahrung. Frühstücken, stimmt, wir waren frühstücken zusammen. Aber es war ganz nett. Die beiden waren ganz nett. Wir waren, glaube ich, auch ganz nett. Wir sind ja immer nett. Aber am Ende hat es nicht gefunkt. Denn tatsächlich muss man sich überlegen, man will ein Kind mit jemandem großziehen, in dem man nicht verliebt ist. Ich glaube, das ist auch im Bereich Co-Parenting eine große Herausforderung. Aber wenn man zu viert ist, also... Man muss ja bedenken, die haben dann ja 8 Omas und Opas. Und manche Uromas leben das. Aber wir mögen das Modell total und wir wollten schwulen Männern eigentlich eine Chance bieten. Das muss man auch sagen. Aber für uns war es einfach zu kompliziert. Weil wir einfach so häufig umziehen in unserem Beruf. Und jetzt sind wir zum Beispiel von den Vätern auch 300 Kilometer entfernt. Also es ist auch gut, dass es irgendwie dass es nicht unser Weg war. Genau. Also sind wir den zweiten ganz üblichen Weg gegangen, den ganz viele Frauen auch gehen, nämlich den der Bechermethode. Jeder hat den besten Freund, dessen Freund und so weiter schwul ist. Genau, man kennt jemanden, der jemanden kennt, der vielleicht mal sein Sperma zur Verfügung stellen würde. Das kannten wir auch. Einen, der nicht Vater werden wollte, aber kein Problem damit hat, mal in einen Becher zu masturbieren. Genau, ich habe euch das mal mitgebracht. Das soll ja hier auch ein bisschen anschaulich sein. Hier. Man braucht eine Spritze. Die packt Ellen mal aus. Und man braucht einen Becher und dazu dann ein kleines Deckelchen, damit auch ja nichts von der kostbaren Fracht verloren geht. So, ich zeige noch die Spritze. Und ihr könnt wir haben davon noch ganz, ganz viele. Wir wissen, dass mit diesen Bechern und diesen Spritzen, also natürlich, ihr habt gesehen, wir haben es ausgepackt, schon 2 Kinder gezeugt wurden, weil wir haben sie auch nur bekommen. Und wir haben noch ungefähr 100 Stück davon übrig. Also, wenn ihr es plant und ihr wisst nicht, was das Richtige ist, wir haben von Ärzten diese beiden Sachen, wir würden sie kostenlos weiter verschicken. Lasst uns einfach hier einen Kommentar, dann kommen wir schon zueinander. Ja, jedenfalls, ich kann es mal erzählen, es war total lustig. Wir sind 800 Kilometer weit gefahren, weil dort wohnt der Spender. Und um die Ecke vom Spender war ein Hotel. Und das haben wir uns einmal im Monat eingebucht. Und die Rezeptionistin hat uns schon immer gefragt, was wir denn da machen und so. Und wir haben ihr dann irgendwas erzählt von einer Doktorarbeit und wir forschen in einer nahegelegenen Bibliothek und so. Und wir haben halt nur einmal im Monat ein predigtfreies Wochenende und total skurril. Aber jedenfalls musste ich dann immer zu meinem Freund damals und den Becher abholen. Den Becher abholen. Und er muss auf Körpertemperatur bleiben. Und du kannst ja jetzt auch nicht mit einem Becher hier durch die Kante laufen. Also habe ich diesen Becher hier drin in meinem Dekolleté transportiert, ins Hotel. Und es war wirklich schon... Also auch deswegen ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass man medizinische Unterstützung kriegt, dass man seinem Kind nicht erzählen muss, dass es so passiert ist. Es ist nicht so passiert, denn auch wenn wir dann mit der Spritze im Hotelzimmer ganz ordentlich umgegangen sind, hat es nicht funktioniert.
Nee. Wir sind nicht schwanger geworden und haben uns dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht sollten wir es nochmal auf anderen Wege probieren und haben das Übliche gemacht. Wir sind nach Dänemark gefahren. Allen lesbischen Frauen unter euch wird das wahrscheinlich ein Begriff sein. Nach Dänemark fahren ist ja schon eine feststehende Redewendung fürs Schwangerwerden. Also sind wir nach Dänemark in eine nur von Hebammen geführte Klinik gefahren. Ganz, ganz wundervolle Klinik, muss ich sagen. Man fühlt sich dort wohl, die Hebammen sind großartig, es gibt Akupunktur dazu, worüber Steffi sich immer lustig macht. 70 Tacken Akupunktur, das ist wahnsinnig. Es ist großartig gewesen. Ich liege da und, naja, egal. Nee, ich mag Akupunktur. Jetzt gib mir mal meine Spritze, du spielst damit rum. Aber wenn man das macht, in eine Klinik fährt, dann hat man das nächste Problem in Bezug auf Sperma, denn man kommt mit Spermakatalogen in Kontakt. Ich würde es wirklich so nennen. Man kriegt auf einmal eine Datenbank an 500 Menschen zur Verfügung gestellt, aus denen man sich jetzt den richtigen Spender aussuchen muss. Und wie groß soll der sein? Welche Haarfarbe soll der haben? Welche Augenfarbe? Welche Ethnie sollten die Großeltern haben? Also wir standen davor und sollten uns jetzt jemanden aussuchen aus diesem Katalog. Es war extrem skurril. Und gerade für uns Theologen, wo wir ja auch auf der Kanzel stehen und sagen, Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und jetzt sollen wir aussuchen, was unser Kind nicht oder haben soll. Ja, und das Problem ist, irgendwann musst du dich entscheiden, weil du hast 1000 Menschen da und irgendwann fängst du dann doch an zu sagen, große Nase ist jetzt aber doch auch nicht so sexy und 1,80 ist ja auch nicht verkehrt. Und was macht man da eigentlich? Also wie sucht man sich den Spender aus dem Katalog aus? Das war wirklich, also was für Kriterien setzt man da an und was sagt man seinem Kind auch, wenn wir einen 1,80 großen Spender genommen haben, aber das Kind wird hinterher viel kleiner. Was sagen wir dann auch unserem Kind damit? Also das war wirklich, wirklich fürchterlich und ohne viel Wein hätte ich das zumindest nicht geschafft. Wein oder weinen? Wein trinken. Ach, Wein trinken. Ja, also wir haben uns dann wirklich in der Tat Wein genommen und haben abends Kataloge gewälzt. Und haben einen gefunden. Und der war dann Metzger. Und man sollte ja meinen, das ist völlig egal, was der Spender vom Beruf ist, weil er hat eigentlich alle Merkmale erfüllt und das Kinderbild sah lustig aus. Aber er war Metzger. Ich meine, ich wollte ja einen Handwerker auch. Ja. Also wir haben bewusst nach Handwerkern geguckt. Aber also, sie ist Vegetarierin. Der Grund, warum Metzger dann raus war, dass Steffi gesagt hat... Nein. Der eigentliche Grund war, dass Steffi gesagt hat, wir können keinen Metzger nehmen. Dann steht das Kind nachts mit einem Hackebeil bei uns vorm Bett. Deswegen konnten wir keinen Metzger nehmen, obwohl der perfekt war. Und dann hieß es also, ja, du musst schon dazu stehen. Du musst schon. Ey, komm, könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben? Also es ist echt Metzger-Bashing, aber hättet ihr einen Metzger genommen? Metzger, ey, das musst du dir mal vorstellen. Du weißt doch gar nicht, wie die Bestimmungen in Dänemark für Metzger sind. Ich glaube, so viel anders als in Deutschland sind die nicht. Es ist ein Handwerksberuf. Wir haben ihn jedenfalls nicht genommen und mussten dann nochmal eine zweite Suchrunde, nochmal ein paar mehr Flaschen Wein und bis Steffi dann keine Albträume bei der Vorstellung mehr hatte, dass wir dieses Kind zur Welt bringen. Also ich meine, er ist es ja sowieso nicht geworden, aber jetzt wissen wir ja auch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was er dann letztendlich war. Vom Beruf, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Das war unsere Geschichte in Dänemark, aber die geht leider noch weiter. Das heißt, also ja, für uns leider und vielleicht habt ihr ja noch Lust, noch mehr zuzuhören. Weil wir sind dann nämlich letztendlich an dem wohl verzweifeltsten Ort dieser Welt geraten, nämlich dem Wartezimmer einer deutschen Kinderwunschklinik. Es gibt keinen Ort, an dem eine Atmosphäre gruseliger, grausamer und verzweifelter ist als in diesem Wartezimmer. Also Wartezimmer eines Kinderwunschzentrums ist echt deprimierend. Aber es heißt, wir haben uns nach deutschem Recht zu richten und deutsches Recht ist ein bisschen krasser als in Dänemark. Denn deutsches Recht heißt, man muss sich vorher einer Sozialberatung unterziehen. Weil die Begründung ist die beste, weil man könnte in der eigenen Eitelkeit verletzt sein, wenn man Fremdsperma benutzt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich könnte geknickt sein, dass das Kind, was Ellen austrägt, genetisch nicht mit mir verwandt ist. Also total logisch, natürlich rein heterosexuelle Bestimmung, aber galt auch für uns. Wir mussten also erst noch zur Sozialberatung. Und ja, da waren wir. Es war eigentlich, also kostet es natürlich auch alles Geld, das müsst ihr euch einfach nur vorstellen, aber es war ganz nett. Ja, weil die Beraterin nett war und sich selber drüber lustig gemacht hat. Weil wir auch so einige Interna mitgekriegt haben, wie zum Beispiel wurden wir gefragt, welche genetischen Merkmale mir wichtig sind bei mir und bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das für eine Relevanz hat, bis sie dann sagten, na gut, dann werden wir das perfekte Matching für sie raussuchen.
Und da Matching. Naja, und es ist so in der Tat so, bei Heterosexuellen wird ganz oft der Genpool verglichen und das beste Ergebnis vom Spender herausgenommen, damit das Kind aussieht wie der leibliche, also wie nicht der leibliche, aber wie der andere Teil. Erzeuger. Ja. Denn wirklich ist es häufig so, das haben wir dann auch erst erfahren, ganz viele Männer, die selber nicht fruchtbar sind, sagen das ihren Kindern nicht, dass sie dann nicht der leibliche Vater sind. Das hat mich total überrascht, das wusste ich nicht. Liegt vielleicht daran, dass Männlichkeit so irgendwie so ein fremdes Konzept ist, aber die sagen das ihrem Kind nicht. Die spielen ihrem Kind vor, sie wären der leibliche Vater und verschweigen das als Geheimnis. Ich weiß... Ja, aber darüber dürfen wir auch nicht urteilen. Nein, ich weiß nur nicht, ob Geheimnisse immer so gesund sind für eine Eltern-Kind. Ja, aber auch das ist ja nicht unbedingt unser Thema. Für uns ist nur ganz klar, dass es eher ja albern ist, weil jeder wird wissen, dass wenn du das Kind austrägst... Genau, dass du nicht... Und das werden wir unserem Kind auch nicht verschweigen. Nee. Dass es nicht von dir ist, leiblich. Also, habt ihr noch Fragen? Fandet ihr das informativ? Egal was, schreibt es unten rein. Liked uns, lasst ein Abo da. Genau, wir freuen uns. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch, weil wir glauben, Samenspende ist doch noch ein relativ undiskutiertes Thema in unserer Gesellschaft. Und gerade bei uns in der Kirche. Amen. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grey. See, I finally opened up my